Hallo meine Freunde, unsere Serie von Videos über den BMW 1er geht weiter. Heute wollen wir die Bremsscheiben und die Bremsbeläge an der Hinterachse wechseln. Der hat ein interessantes System, der hat Scheibenbremse für die Fahrbremse, die Feststellbremse funktioniert aber innen als Trommelbremse, ist genauso wie bei Porsche. Da sich hierbei die Grundeinstellung der Handbremse ändert, können wir nicht radweise arbeiten. Ich habe da so Videos auf YouTube gesehen, ist gar nicht gut. Weil zum Einstellen der Handbremse muss die ganze hintere Achse aufgebockt werden. Ich muss ja nachher vergleichen können, ob das links und rechts stimmt, sonst gibt es definitiv Ärger beim TÜV. Wir ziehen eine U-Schiene unter dem Auto durch und zwar genau in Höhe von den Aufnahmen hier. Hier sind Kunststoffaufnahmen, genau da setzen wir mit Hartgummi auf. Bevor wir jetzt aber anfangen aufzubocken, müssen wir noch über eins nachdenken. Der hat ja Hinterradantrieb und die Bremse arbeitet auch hinten. Das heißt, wir müssen vorne auf jeden Fall Teile runterlegen. Ebenfalls vor dem Aufbocken müssen wir die Radmuttern lösen, nachher geht es so schwer. 17er Schlüsselweite, wisst ihr aber schon, gleiche Nummer wie vorne. Nur lösen, natürlich nicht rausdrehen. Okay. Die sind los. Und natürlich müssen wir die Bremsen immer paarweise wechseln. Fahrzeug zusammen mit der U-Schiene aufnehmen. Und dann kommt direkt am Aufsetzpunkt massives Holz unter die Schiene. Müssen wir so hoch, dass es sicher reicht. So kann der Kleine sitzen bleiben. Jetzt machen wir die gleiche Höhe auf der anderen Seite. Und auch hier wieder gefühlvoll absetzen. Wenn er dann sicher steht, können wir das Rädchen entfernen. Und unten mit dem Fuß gegenhalten, damit das Ding nicht runtersaust. Dann könnt ihr das Rädchen ganz leicht abnehmen. Wir zeigen euch den Wechsel auf der rechten Seite. Natürlich muss man immer beide Seiten wechseln. Die rechte Seite deshalb, weil die schwieriger ist. Da gibt es noch zusätzlichen Wandkontakt. Die Steckverbindung für den Wandkontakt ist aber blöderweise unter der Rathausschale. Das heißt, wir müssen erstmal die Rathausschale demontieren, beginnend mit diesem Steinschlagschutz. Der Steinschlagschutz hat 3 Kreuzschlitzschrauben, die dreht er einfach raus. Und dann könnt ihr den hier vorsichtig vom Lack abziehen und nach unten entnehmen. Also wer auf die Idee gekommen ist, den Wandsensor da hinten zu verbauen. Dann gibt es ein paar Schrauben mit 8er Schlüsselweite. Dann können wir mal den unteren Teil der Rathausschale hier lösen. Sitzen alle nicht besonders fest. Das ist alles Plastik, Kunststoffgerumpel. Jetzt hier noch eine Kunststoffmutter. Hier gibt es noch eine weitere, mit der 8er Schlüsselweite von den Schrauben. Hier im Eck sitzt auch noch eine von den hübschen Schräubchen. Gut, wenn wir so wegziehen, können wir es da hinten drunter greifen. Der Wandkontakt ist einmal unter dem Entlüftungsnippel befestigt und dann geht es hier oben weiter. Dann sind hier so Laschen, die könnt ihr so rausziehen. Dann gehen sie auf. Einmal und die zweite, so mit der Spitzzange. Hier ist so eine abstehende Lasche, da einfach ein bisschen ziehen. Dann gehen sie ganz, ganz leicht auf. Keine Gewalt. So, dann geht es nochmal hier weiter. So, die nächsten Klammern sind wieder anders. Die müsst ihr hier oben mit so einem Plastikwerkzeug anklipsen. Auch hier wieder von oben anklipsen. So, jetzt müssen wir den Wandkontakt mal suchen. Der Wandkontakt war natürlich blöderweise der untere. Auch wieder der untere. Und jetzt bei der gelösten Rathausschale seht ihr jetzt, hier ist die weiße Dings. Den könnt ihr jetzt da oben rauslangen. Und jetzt kriegt man da vorgezogen und jetzt muss man wieder ausrasten wie vorne auch. Hinten ist ein doppelter Griff. Da muss man drauf drücken. Hier ist die Rastnase. Die müsst ihr drauf drücken.
Und dann lässt er sich lösen. Seht ihr hier? Auf den Clip müsst ihr drücken. Welcher Idiot kam auf die Idee? Wenn wir nur die Belege wechseln wollten, könnten wir jetzt hier die zwei kleinen Schrauben aufmachen. Wir machen aber die Scheibe und die Belege. Die Scheibe ist ja auch nicht besonders gut. Deshalb können wir gleich den Sattel komplett demontieren. Vorher setzen wir den Sattel aber etwas zurück, damit wir frei kommen mit der Bremse. So, am besten nehmt ihr eine Schraubzwinge bei dem Sattel und drückt mal hier ein bisschen zurück. Jetzt kommt der Kolben zurück. Da drückt es ihn jetzt langsam raus. So, jetzt müsst ihr oben immer schauen, wo die Bremsflüssigkeit hinläuft. Noch ist ein bisschen Platz, so viel ist nicht. Seht ihr, soweit reicht mal. Von Anfang sieht man auch gleich, dass die Führungen hier noch beweglich sind, ist kein Problem. Jetzt löse ich den Belag noch von der Bremse. So, jetzt ist auf der Seite weg und jetzt kommt auch der Sattel raus. Demontieren den ganzen Sattel. Das sind die zwei Schrauben hier. Die haben die absolut unübliche Schlüsselweite von 16. Langer Hebel und dann gehen die auf. Unten und oben. So, die müsst ihr jetzt da rausschrauben. Wenn sie lose sind, geht es mit der Ratsche. Wenn der Sattel lose kommt, müsst ihr mit der Hand halten und was bereitstellen, wo ihr ablegen könnt. So, das war mal die obere Schraube. Unten ist die gleiche drin. So, wenn ihr die untere außen habt, könnt ihr den Sattel gerade mal so auf die Seite ablegen. Allzu viel Platz hat man nicht. BMW hat fürchterlich kurze Bremsleitungen. Aber lasst ihn nicht frei hängen. Das geht zu sehr auf den Bremsschlauch. Die Bremsschrauben sind hier mit einer Schraube gesichert. Die hat einen 6er Impuls. Da müsst ihr aber erst das Loch freikratzen. Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass sie durchgeht. Überhaupt, die Schrauben sitzen manchmal sehr, sehr fest. Deshalb gehe ich gleich mit dem Schlagschrauber dran. Und dann hat man die. Manchmal geht sie leicht runter. Manchmal haben wir genau diesen Effekt. Müssen wir die Handbremsbeläge noch ein bisschen zurückstellen. Hier in diesem Loch durch ist die Einstellschraube. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da müsst ihr ins Loch reinschauen. Ich zeige es euch nachher, wenn die Bremsscheibe unten ist. Da drin kann man mit so einem Schraubenzieher ein Rändelrad hoch und runter schrauben. Also Bremsklötze zurückzustellen, muss ich das Rädchen jetzt nach oben stellen. Dann wird die Bremsleistung weniger. So, da könnt ihr immer so einen Zahn schaffen. Ich zeige es euch nachher, wenn die Scheibe unten ist. Dreht ihr die mal ein paar zurück. Das waren jetzt 5, 6, 7. Und jetzt probieren wir es nochmal mit den zurückgefahrenen Bremsen. Und ihr seht, jetzt geht sie ganz einfach runter. Also so macht man das und nicht wie in einem berühmten Kanal auf YouTube mit dem Vorschlaghammer. So seht ihr, das ist dieses magische Rädchen. So fährt der Bremsbelag zurück und so wird er an die Trommel dran fahren. Wir lassen den ruhig jetzt so stehen, wir müssen eh neue Trommeln installieren. Dann müssen wir ein bisschen zurückfahren. Jetzt putzen wir erstmal die ganze Anlage. Aussaugen und mit ein bisschen Pressluft nachhelfen. Noch ein bisschen Bremsenreiniger nehmen und mal über die Pads drüber gehen. Da hängt ja auch jede Menge Staub und Abrieb drauf jetzt von uns. Dann die andere Seite. Hier über die Narbe könnt ihr auch drüber gehen. Wenn die dreckiger und verrosteter wäre, würde ich jetzt mit Schmirgelpapier oder mit der Drahtbürste drüber gehen. Das sind die Handbremsbeläge, die sind noch soweit gut. Die haben ja auch keinen Verschleiß. Nur wenn man die Handbremse vergisst und mit angezogener Handbremse durch die Gegend fährt, reibt es die Beläge ab. Die beweglichen Teile hier oben am Steller, hier und hier, können dann ein bisschen mit Keramikpaste einreiben. Da am Gewinde kann es auch nichts schaden. Die Federaufnahmen hier. Aber auf jeden Fall Keramikpaste, keine Kupferpaste benutzen. Hier unten die gleiche Nummer. Auch wieder die beweglichen Teile des Zustellers schmieren. Und hier die Narbe könnt ihr auch noch mit Keramikpaste pflegen. Das ist nur, dass die Scheibe nicht anpappt. Können wir die neue Scheibe aufsetzen. Die hat eine Orientierung. Das ist der normale Kranz für die Radmuttern. Aber hier ist die
Sicherungsschraube. Die kommt hier rein und die hat nur eine Position. Ich habe es jetzt hier genau oben. Das heißt, wir setzen jetzt die Scheibe hier an. Wenn wir die treffen, dann sitzt sie richtig. So, die wird jetzt mit 16 Newtonmeter angezogen, allerdings müssen wir da ein bisschen gegenhalten, sonst flutscht uns da was weg. Und 16 Newtonmeter für diese Sicherungsschraube. Damit ist die Scheibe an sich jetzt fertig. Wir müssen nachher noch die Handbremse noch einstellen. Weiter geht es mit den Belegen. Bei den Belegen müsst ihr aufpassen, die sind unterschiedlich. Das ist jetzt der äußere Belag, der ist hier flach. Der innere wird eine Nase haben für den Wandkontakt. Und ihr seht, nötig war schon, die zu wechseln. Jetzt holen wir den inneren raus, den müsst ihr von innen so rausdrücken. So, dann liegt er irgendwo auf dem Wandkontakt. Den müssen wir jetzt dann noch irgendwo rausziehen. So, dann könnt ihr den Wandkontakt in der Mitte rausfuddeln. Der hat natürlich 1 Meter Kabel, weil die Idioten mussten den ja unterm Rathaus verstecken. So sieht die Konstruktion nachher aus. Das heißt, der muss so rum drauf. Und ihr seht, aber gerade so am Anschleifen ist aber im Prinzip noch geschlossen. Die Führungen gibt es mit den Bremsbelägen, die müsst ihr jetzt richtig rum einsetzen. Hier sitzt das Blech so drin. Das heißt, hier läuft dann nachher der Bremsbelag und hier muss er eingegipst werden. Ihr seht, der hat hier so ein bisschen ein verbogenes Profil, das heißt, man braucht ein bisschen Kraft, um den nachher aufzudrücken. Jetzt müssen wir erstmal den alten rausholen. So. Nicht. So, jetzt kann der so rüber raus. Aber passt auf, dass er die Manschette da hinten nicht verschneidet mit dem scharfen Blech. So war der drin. Im Prinzip putzen und gut, aber was soll's, die Dinger sind ja neu dabei. Jetzt nimmt er die Zahnbürste und reinigt sehr gut die Unterseite von den Belegen da. Da muss aller Plack weg. Da unten auch, weil da muss es ja rasten. Das gleiche auf der Rückseite. In die Führungen, da passt genau der kleine Finger rein. Könnt ihr auch ein bisschen von dem Keramikfett machen. Die neue müsst ihr von hinten her kommend hier einführen. Vorsichtig am Dings vorbei. Bisschen Gewürge, seht ihr, und viel Druck da unten an dem Punkt. Kriegt ihr die Klammer dann drauf. Die sitzt dann richtig, wenn die Nasen hier genau bündig sitzen. Dass die da außen überstehen, ist vollkommen egal. Das sind nur Außenführungen. Hier muss sie drauf sitzen. Da muss sie drauf sitzen. Und hier muss den Belag führen. Die gleiche Nummer mit der anderen Seite. Hier ausklipsen. Hier hinten ausklipsen. Dann springt sie da schon mal raus. Könnt ihr sie zum Kolben seitig rausnehmen. Aufpassen, dass ihr die Manschette nicht verschneidet mit dem scharfen Zeug. Auch hier wieder, wie sagt die Zahnärztin immer, putzen, putzen, putzen. Machen wir die ganzen Führungen schön sauber. Hoffentlich gibt es immer nachher auch eine neue Zahnbürste dafür. Auch hier kann man die Führungen des Blechs ein bisschen Keramikpaste reinmachen. So in den Sattel. Hier ist die Führung, da wird es eingeklipst und da unten die Nase muss hinten stehen. Von der Kolbenseite her erstmal ansetzen, dann kommt die Engstelle hier, da müssen wir ein bisschen spielen mit dem Ausgleich. Kriegen wir es gleich runter. Da muss er genau sitzen, seht ihr, das ist die Bezugsmarke. Und hier auch. Dass er hier nicht ganz steht, ist vollkommen egal, das drückt sich nachher hin, wenn der Belag kommt. Jetzt könnt ihr den hier, oder müsst den hier durch die Zange durchmachen. So geht der durch. Da muss jetzt mal der ganze Meter reingefädelt werden. Irgendwann kommt der Belag. So, der Belag wird jetzt hier auf der Rückseite und an den Führungen
wiederum mit Keramikpaste abgeschmiert. Also hier ein bisschen drauf. Und hier. So, das reicht schon in den Führungen. Da muss er nachher leichtgängig sein. Ja, nichts auf die Vorderseite bringen, sonst wird es lustig beim Bremsen. Jetzt kommt der Belag so rein. Und jetzt müssen diese Führungsnasen hier, wenn der Belag hier beides mal in den Führungen ist, dann stimmt die ganze Geschichte. So, jetzt müssen wir den Sattel noch ein bisschen zurückdrücken, weil sonst kriegen wir den zweiten Belag und die Scheibe nicht drauf. So, jetzt könnt ihr den da schön nochmal zurückdrücken. Wie gesagt, wir werden die ganze Tiefe brauchen. So, wieder die Rückseite bei dem äußeren Belag. Das ist jetzt der ohne Nase. Die Führungen. Die Reibseite zeigt natürlich Richtung. Lang noch nicht einmal. Ja, doch, lang. Aber da den Ausgleich noch ein bisschen drücken und jetzt muss er hier wieder in die Führungen rein. So, der Belag ist jetzt auch in seinen Führungen drin. Seht ihr, hier und hier. Das passt alles, ist alles beweglich, aber der Abstand reicht noch nicht, um über die Scheibe zu kommen. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen auseinanderdrücken. Die Scheiben sind ja lackiert, also gefettet sind sie nicht. Ein bisschen mit Bremsenreiniger abreiben schadet nichts, weil wir hatten ja vorhin auch ein paar dreckige Finger. Sollte das Ding drauf gehen, tut es auch. So, und jetzt muss sie jemand halten und von der Rückseite her wird sie dann geschraubt. Von hinten seht ihr das ganz toll. Dann, wo die Schrauben sitzen, dann könnt ihr die Schrauben eindrehen. Dann ziehen wir die Schrauben mal genüsslich per Hand fest. Mal oben ein Stückchen. Unten fest. Oben fest. Die Schrauben sind kleiner als die in der Vorderachse, deswegen beträgt das Drehmoment hier auch nur 70 Newtonmeter. Der hat nur eine Orientierung, das merkt er aber beim Rasten. So. Und dann drückt er den zusammen. Jetzt ist er eingeklipst. So, wenn ich heute Abend sehr besoffen bin, schließe ich den Ingenieur, der das erfunden hat, in mein Nachtgebet mit ein. Da muss der noch in seine Halterung gedrückt werden. Da wir jetzt eine neue Trommel drauf haben für die Handbremse, müssen wir jetzt die Handbremse auch neu einstellen. Wir machen das jetzt nach Porsche Vorschrift. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. An dem Stellrädchen hatte ich euch ja vorhin schon erklärt, wo ihr das findet. Und ich stelle jetzt so zu, dass er bei 2 Klicks am Zug noch nicht richtig anfängt. Bei 3 muss man sie deutlich merken und bei 4 muss sie blockiert sein. Um das Rad auszuprobieren, habe ich hier einen 30er Vielzahn und damit kann ich jetzt hier am Rad probieren. Jetzt schauen wir mal, wo wir momentan stehen. Wir haben es ein Stück zurückgedreht. Das heißt, ich kann es jetzt ruhig ein bisschen hindrehen. Jetzt habe ich es mal ein paar Zähne hochgestellt. Jetzt probieren wir mal unser Glück. Wir ziehen die Handbremse 2 Zähne hoch. Okay. Die ist noch vollkommen frei. Wir probieren es mit 4 Zähnen. Immer noch frei. Das heißt, wir müssen gewaltig zustellen. Bei 2 Zähnen bin ich jetzt immer noch frei. Bei 3 auch noch. Aha. Bei 4 fängt es jetzt an. Das heißt, wir kommen jetzt der Sache nahe. Das müsste der Zustand zwischen 2 und 3 sein. Den haben wir jetzt bei 4. Das heißt, jetzt arbeiten wir uns langsam ran. Ich gebe jetzt einen Zahn mehr. Wir machen die Bremse wieder auf. Ein Zahn, 2. Mit 0 ist die Bremse frei. Und jetzt vergleichen wir es auch mit der anderen Seite. Auch hier ist sie bei 0 frei. Jetzt gehe ich auf einen Zahn. Da muss sie immer noch auf beiden Seiten frei sein. Absolut frei.
absolut frei, kein Problem. Ein Zahn mehr. Aha, hier beginnt ich einen leichten Widerstand zu spüren. Können wir so lassen. Da ist die Bremse zwar ein bisschen scharf, aber das ist gewünscht. Und hier genau die gleiche Stärke. Das ist perfekt. Das heißt, die fängt genau gleich an zu wirken. Jetzt gehen wir auf 3. Aha. Seht, da hängt sie schon ziemlich fest. Das gleiche. Und jetzt probieren wir noch die 4. Raste. Raste 4 und jetzt darf eigentlich nichts mehr gehen. Aha, die sitzt, seht ihr, die sitzt sehr gut. Und die gleiche Nummer hier, auch die sitzt sehr gut. Ja, da geht nichts mehr. Perfekt. Jetzt haben wir die Bremse richtig eingestellt. Und nicht so wie manche Spezialisten, erst links und dann rechts. Da funktioniert nämlich der Ausgleich nie 100%ig. Die Verkleidung wieder in Position. Wir beginnen mit den 2 Plastikmuttern. Die haben 10er Schlüsselweite. Die müsst ihr immer erst rückwärts drehen, damit sie ihren alten Gewindegang finden. Weil sonst könnt ihr gleich neue kaufen. Bisschen rückwärts, dass ins alte Gewinde einrasten. Und dann ja nicht fest anziehen. Das ist alles nur Kunststoff. Dann kommen die ganzen Schräubchen hier. Eine. Zwei. War hier oben. Lustigerweise ist das Teil sogar noch verklebt. Das heißt, wir machen hier eine kleine Klebstoffspur. So, dann drückt er das hier so an. So, dann dreht er das hier ein. Hier unten kommt noch das Plastikteil mit runter. Und von da unten ist auch noch ein Schräubchen. Dann macht er das Rad wieder fest. Wenn die Handbremse zu ist, geht es ja auch ganz leicht. Und jetzt müssen wir das Auto abbogen. Vorsichtig einen Schritt runtergehen. Wenn er unten steht, bekommen die Radmuttern 120 Newtonmeter. Für die erste, für die zweite, für die dritte. Immer so schön im Sternmuster. Und das ist die 5. Setzt er an, so dass er das Ventil trifft. Und dann habt ihr ja schon früher gelernt, wenn das hier ein bisschen reinlupft, geht es viel einfacher wie mit dem Vorschlaghammer. Der Kleine ist jetzt auch wieder fertig, jetzt kann er auf große Fahrt gehen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.